Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Die heutigen Themen, die wir haben: Discover Airlines, der Streik ist beendet, aber was heißt das? Discover sagt, wir interessieren uns für den Streik nicht. Weiter geht es mit Flixbus. Flixbus kann jetzt auch euch Meilen bringen. Nicht das Ticketkauf direkt, aber auch trotzdem das Ticket. Wir besprechen das Ganze. Dann haben wir Fliegen ist teuer geworden. In Deutschland, Condor und Lufthansa ächzen und sie beschweren sich lautstark. Also da gibt es Musik im Karton. Auch gibt es Musik bei den 350ern, bei Cathay Pacific. Da gibt es eine Flexible Fuel Line, also im Prinzip ein Rohr, was flexibel ist, ein Gummischlauch, der Probleme bereitet und auch ein Flugzeug zur Umkehr zwang und auch die Flotte gegroundet hat, bis alle Flugzeuge kontrolliert worden sind, beziehungsweise der Fehler behoben worden ist. Und wir haben Neuseeland, die erhöhen die Eintrittspreise. Das ist wie Disneyland. Auch hier muss man ab und zu mal mit Preiserhöhungen rechnen. Habe ich ein Thema vergessen? Ja, Lufthansa Group fliegt nach Israel. Ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Aber ihr könnt wie immer kommentieren und schreiben und die Fragen des Tages beantworten. Wir steigen in das erste Thema ein und das ist die Lufthansa Group fliegt wieder nach Israel. Nachdem man ja Israel aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung da nicht mehr hinfliegen hat lassen, auch die anderen Fluggesellschaften aus der Lufthansa Group, will man jetzt ab dem 5. September wieder nach Israel fliegen. Und zwar am Donnerstag wird es wieder ab Frankfurt angeflogen werden. Der Flughafen von Beirut wird bis 30. September nicht angeflogen. Und Amman, Jordanien und Erbil im Irak sind ja seit dem 27. August wieder im Lufthansa-Netzwerk angeschlossen, also das heißt in der Lufthansa Group. Und damit gibt es da dann wieder eine Möglichkeit, mehr Meilen zu sammeln. Israel bringt ja 200 Punkte in der Business Class. Ihr könnt wie immer schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, nee, das ist jetzt nicht okay, da sollten wir mehr drauf achten. Oder ihr sagt, ja, das ist okay, das läuft, das Guide, das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist das Thema Discover Airlines. Discover Airlines ist ja im Streik untergegangen. Moment, nee, ist es ja irgendwie nicht, weil doch irgendwie jeder 4. Flug von 5 hat, glaube ich, stattgefunden. Und der Auslöser des Streiks ist ja, dass man die Gewerkschaften UFO und Vereinigung Cockpit ausboten möchte bei der Veranstaltung und da ganz knallhart sagt, Verdi wollen wir nicht. Aber die Discover Airlines sagt, nö, das ist nicht unser Problem, wir sind da nicht so politisch eingestellt, das interessiert uns nicht, wir haben einen Deal. Und die Gewerkschaften sagen, naja, ihr habt aber da Teile aus unserer Einigung, die wir von vorher genommen haben, rausgenommen. Und dann hat die Verdi den Leuten auch noch ein bisschen mehr versprochen in der Form, beziehungsweise gibt ihnen mehr. Und zwar ist das so, dass man dort eine Differenzierungsklausel hat. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber diese Differenzierungsklausel sagt, dass wenn man Verdi Mitglied ist, dann bekommt man ein halbes Monatsgehalt extra. Also im Prinzip zahlt sich der Mitgliedsbeitrag dann in die Verdi von alleine und die anderen Fluggesellschaften können dem vielleicht folgen. Dass man sagt, okay, da machen wir ein bisschen mehr Spannung rein und nehmen die Gewerkschaften raus, weil die UFO und die Vereinigung Cockpit uns zu aggressiv aufgetreten sind. Die UFO wiederum und die Vereinigung Cockpit sagen, naja, also mit diesem halben Monatsgehalt, wie nennt sich das nochmal, Differenzklausel, laufen uns die Mitglieder weg und damit werden wir dann zur kleineren Gewerkschaft. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und damit ist es so, dass die UFO und die Vereinigung Cockpit jetzt sich natürlich miteinander absprechen, um da weitere Maßnahmen zu machen, um dieses Problem zu umgehen, dass man dort bei der Discover oder vielleicht auch für andere Fluggesellschaften ab einem gewissen Moment nicht wichtig genug ist. Und man konnte 4 von 5 Flügen an den Start bringen. Heißt also, bei der Discover ist das nicht wirklich aufgefallen. So sagt die Discover das aus ihrer Sicht. Das müssen sie ja auch. Und ich glaube, dass das vielleicht ein
Teilerfolg vielleicht ist, dass man jetzt wieder auf der Agenda ist. Aber die Frage ist, wie das wirklich ausgeht und vor allem, was das für uns Passagiere bedeutet. Gut, Discover Airlines fliegt jetzt nicht wirklich so viele Ziele an, die für uns als Vielflieger interessant und wichtig sind. Das Lufthansa-Netz kann sicherlich den einen oder anderen Flug auch noch auffangen. Aber es ist halt schon problematisch, wenn man sich das Thema anguckt, weil man muss ja sagen, wenn das Schule macht und wenn das dann zu diesen komischen Solidaritätsstreiks kommt, dann ist das natürlich ein Riesenproblem für uns, weil das kann ja dann irgendwann mal auf die Mainline rüberschwappen, auch wenn ich irgendwo gelesen habe, dass so eine Solidaritätsstreiks ja illegal sind. Das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Anwalt. Also insofern, da muss man halt wirklich wachsam sein. Ich persönlich, ich finde es halt amüsant auf der einen Seite, wie man sich da bekriegt. Auf der anderen Seite finde ich es traurig, dass man so etwas in Deutschland so austragen muss. Ich schiebe mal die Kamera ein bisschen hier in Sicherheit, weil die steht so ein bisschen auf der Kante. Also gut wieder hingeschoben, alles wieder sicher. Wir gehen jetzt auf Steuern und Gebühren. Das ist ja auch so ein anderes leidvolles Thema, was wir als Vielflieger neben den Streiks haben. Gerade in Deutschland sind wir ja quasi abgehängt, in der ganzen Welt fast schon, nicht nur in Europa, wenn man sich das Ganze anguckt, weil unsere Steuern und Gebühren unfassbar verteuert worden sind. Die staatlich veranlassten Steuern und Gebühren sind ein Riesenproblem und das sagt der Condor-Chef Peter Gerber am Frankfurter Flughafen. In den kommenden 4 Jahren hat sich das Kostenvolumen von 3,5 Milliarden auf 7 Milliarden fast verdoppelt. Nee, Quatsch, ist ja verdoppelt. Und das ist natürlich ein riesen Kostenfaktor, den man ehrlicherweise dort dann bewältigen muss. Natürlich ist es so, dass es nicht ohne Grund so ist, dass Ryanair zum Beispiel die Maschinen abzieht. Nicht ohne Grund ist, dass andere Fluggesellschaften, vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Delta-Flieger nicht mehr nach Stuttgart fliegt, unter anderem, weil es zu teuer geworden ist. Und wenn man abgehängt ist in der Welt oder auch nur in Europa oder in Westeuropa, egal wie, dann ist das natürlich ein Problem. Und diese 82% Vorjahresniveau, und Vorjahresniveau ist in dem Fall wirklich vor Corona 2019, dann ist das so, dass das natürlich eine Zahl für sich ist. Und viele Länder haben da ein Niveau, was mehr ist als 100%. Das heißt, sie sind mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019 in der Auslastung der Flüge sowieso, aber auch bei den ganzen Themen wie Angebot. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, dass man dieses Fliegen dann teurer machen wird, dann wird es halt eine soziale Frage. Fliegen für Reiche, das ist vielleicht das, was die Bundesregierung möchte. Und ich denke mal, dass der Lufthansa-Cheflobbyist, der Kai Linnemann, da auch natürlich den SAF-Tanz bzw. PT, wie war das nochmal, dort tanzt und sagt, das kann alles nicht sein, denn bis 2050 soll halt der SAF-Anteil bei 70% liegen. Das können wir halt einfach nicht bieten, weil im Moment ist es ja auch so, dass diese Power to, wie war das noch, PT Power, egal wie. Auf jeden Fall sind das synthetische Kraftstoffe und die gibt es halt nicht in der Menge. Und wenn man halt sich anguckt, dass diese Kraftstoffthemen auch nicht schneller gelöst werden, weil wenn zum Beispiel Fabriken gebaut werden sollte, so wie in Hamburg das Ganze gemacht worden ist, dann ist das Ganze natürlich ja, schwierig, weil wenn sie dann sagen, sie bauen es nicht, weil es zu teuer ist, weil es keinen Gewinn bringt und so weiter, dann weiß man doch, dass das Ganze schon wieder eine Totgeburt ist. Und das ist halt ein Problem. Aber ich möchte natürlich auch sehen, dass die Leute, die ihren Urlaub sich erarbeiten, auch diesen sich leisten können. Weil das kann ja nicht wahr sein, dass man dann halt die Leute dazu zwingt, dass sie in den Harz müssen. Nichts gegen Mario an dieser Stelle. Oder woanders hin, an die Nordsee, Ostsee, da kann es auch schön sein, aber wir sind es nun mal gewohnt, dass wir halt um die halbe Welt fliegen können, nach Thailand, nach den Philippinen oder nach Dubai oder aber auch woanders hin und nicht mehr uns mit dem Käfer über die Alpen nach Italien bringen lassen müssen, um Deutsche Vita zu haben. Also da muss man wirklich sagen, finde ich den Weg ein bisschen schwierig, wenn das so ist, dass man den Leuten halt quasi das Ganze verteuert. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, okay, Staatsausgaben, aber wir können ja über die Art der Staatsausgaben diskutieren. Aber ich bin halt nicht eine politische Sendung.
Deshalb belassen wir es bei dem Thema so, wie es ist. Und die Frage des Tages dazu ist das Fliegen aus eurer Sicht teurer geworden durch die Steuern und Gebühren, oder ist das etwas, was von den Fluggesellschaften ja auch künstlich gemacht wird, indem sie einfach Preise anheben? Siehe ja einfach bei den Meilentickets die Zusatzgebühren, die ja auch mittlerweile in Bereiche vorgestoßen sind, die damals uns schon ganze Tickets around the world gegeben haben, übertrieben formuliert. Und dann die andere Frage ist natürlich, was macht ihr daraus? Weicht ihr auf ausländische Flughäfen aus? Wenn ihr zum Beispiel in solchen exponierten Lagen seid wie Düsseldorf, Köln, Aachen, geht ihr dann nach Brüssel, weil es dann billiger ist? Was macht ihr? Wie reagiert ihr da drauf? Ich persönlich, ich fliege da ab, wo es mir gerade passt und der Preis okay ist, aber er ist halt meistens nicht aus Deutschland okay. Das ist halt das Problem. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich in Deutschland abfliege, in der Tat die Gebühren wesentlich höher sind, als wenn ich woanders abfliege. Also das ist jetzt keine Sache, die jetzt irgendwie unter Folklore zu verbuchen ist. Wir schauen uns mal das nächste Thema an, nachdem ihr die Frage des Tages beantwortet habt, und das wäre dann Cathay Pacific. Und Cathay Pacific ist auf dem Flug nach Zürich gewesen mit einem A350-1000er. Dieser A350-1000er, der ist am 2. September aus Hongkong raus gestartet, ist dann in 9000 Fuß hat er sich quasi dort gelevelt, hat Feuer im Triebwerk gehabt, ich weiß nicht mehr ganz welches das war, das rechte Triebwerk, also Triebwerk Nummer 2, und hat dann einen Firepack geschossen, heißt also einmal in die Selbstlöschung mit einem Zylinder gemacht, hat das Triebwerk natürlich logischerweise ausgestellt, ist dann in Hongkong gelandet, hat dann auch bei dem Flugzeug, und da handelte es sich halt um die XWB 97 Triebwerke, und das sind halt einfach eine der effizientesten Triebwerke, die es gibt. Und bei diesen Triebwerken hat man dann festgestellt, dass eine flexible Zuleitung für den Kraftstoff nicht mehr fixiert war und damit dann der Feueralarm gekommen ist, und man ist auch sicher gelandet. Insgesamt ist es so, dass jetzt alle geprüft werden müssen und dann dadurch natürlich auch die Flugzeuge jetzt, glaube ich, bis Samstag ausfallen werden, einige Flüge sogar. Und man hat jetzt festgestellt, dass diese jetzt ein Problem darstellen. Nicht nur, dass die Aktie von Rolls-Royce unter Druck geraten ist, sondern, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass man da jetzt ein Thema hat, was gelöst werden muss. Wenn wir uns direkt auf die Seite vom Aviation Herald klicken, der ja darüber auch mal schreibt, und Aviation Herald kann ich euch nur empfehlen als Informationsquelle. The Aviation Herald, also avherald.com, und da ist es halt so, dass die Maschine mit der Registrierung Bravo Lima X-Ray India den Flug CX383 von Hongkong nach Zürich machen wollte, und dann ist es so, dass man jetzt das Ganze festgestellt hat, und dass dieses nicht ein singuläres Problem war bei der Lima India, sondern halt auch bei anderen, ist das eine X-Ray India, Entschuldigung, Lima X-Ray India, auch bei anderen Flugzeugen festgestellt worden ist. Also da muss man dann halt wirklich mal schauen. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Aber kein Problem. Mal sehen, ob das bei anderen Fluggesellschaften ein Thema ist. Gott sei Dank war kein Feuer an Bord. Ihr könnt ja unten wie immer kommentieren an dieser Stelle und schreiben, was ihr davon haltet. Viele von euch halten viel davon, wenn sie nach Neuseeland fliegen. Und ihr müsst natürlich teilweise, und ich nenne das immer Entry Fee für Doha zum Beispiel oder überall, muss man ja teilweise Steuern zahlen. Und in Neuseeland heißt das Ganze International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL. Und die wird ab dem 1. Oktober 100 neuseeländische Dolores kosten, das sind 56 € umgerechnet. Natürlich wird das Ganze bei der NZETA, also das ist diese quasi ESTA in Neuseeländisch, wird die dann kassiert. Man kann auch jetzt ehrlicherweise sagen, ESTA in den USA ist auch eine Entry Fee. Und das Problem ist, dass diese halt teurer wird. Auch die Besuchervisa werden ab nächsten Monat deutlich erhöht.
Die internationale Tourismus spielt eine wichtige Rolle für die neuseeländische Wirtschaft und das sagt niemand weniger als Tourismusminister Matt Dorsey, weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Darunter zusätzlich Druck auf die regionale Infrastruktur und höhere Instandhaltung und Wartungskosten in unseren Naturschutzgebieten. Also man hofft darauf, dass man wesentlich mehr mit den Passagieren dort dann einmal verdient, weil sie nach Neuseeland fliegen. Kann man ja auch sehr schön machen, weil es eine Insel ist. Aber man sagt, dass das auch direkte Auswirkungen hat. Warum erzähle ich euch das? Weil man sieht, dass natürlich nicht nur die Ticketsteuern in Deutschland und was da alles an Steuern sind, erhöht werden, sondern auch woanders. Also das heißt, dass das ein weltweites Phänomen ist. Hier könnt ihr natürlich sagen, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Es wird halt alles teurer im Leben und ich weiß nicht, ob 100 jetzt wirklich da den Braten fett machen. Wenn man schon um die halbe Welt fliegt, dann kann man die 100 neuseeländische oder 56 Euronen auch abdrücken. Das fällt ja fast bei dem Ticketpreis nicht auf, aber es macht halt alles teurer. Wir haben jetzt noch ein lustiges Thema und zwar Flixbus. Jetzt sagt ihr natürlich, Flixbus, Alter, warum kommst du mit Flixbus? Ich weiß es auch nicht, ehrlicherweise, warum ich mit Flixbus komme. Aber Flixbus ist halt etwas, was einige vielleicht von euch nutzen. Und wenn man das nutzt, dann sollte man die Meilen mitnehmen. Ich persönlich würde Flixbus nicht nutzen, aus Gründen. Dann würde ich eher die Bahn fahren, aber das ist andere Gründe. Und Flixbus ist ein junger Mobilitätsanbieter und verändert seit 2013 unter der Marke Flixbus für Millionen von Menschen in Europa die Art zu reisen. Also, Flixbus ist halt ein Busunternehmen, das hat halt Busunternehmen unter dem, als Subunternehmer im Prinzip, die Strecken für die machen. Sie machen das grundsätzlich als Werbung. Und wichtig ist an dieser Stelle, ihr könnt halt die Meilen sammeln, so wie ihr viele Meilen sammeln könnt. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich das wahrscheinlich sage, dass wenn ihr in das Shoppingportal geht von Lufthansa Miles & More und da die Partner findet und darüber dann bucht, dann bekommt ihr das Angebot mit den Dreifachmeilen. Ihr müsst halt gucken, dass er die Seitensachen alle akzeptiert, also Cookies und so weiter, was da alles ist. Und dann muss die Miles & More Nummer eingegeben werden. Ihr geht dann halt auf den Lieblingsshop oder egal welcher Shop es ist, ne, es muss nicht Flixbus sein, geht dann die Kartennummer ein, geht dann auf den Shoppingbereich vom Partnershop, kauft ein und die Meilen werden dann automatisch gut geschrieben. Jetzt ist es so, dass man natürlich bei Flixbus diese Meilen nur über das Shoppingportal bekommt. Heißt also, ihr bekommt erst eine Meile so quasi als Avisierung gut geschrieben und dann, das dauert 48 Stunden und dann hat Flixbus Zeit, 15 Wochen, 48 Stunden was, 15 Wochen, 15 Wochen, wie viel ist das überhaupt in Monaten? Unglaublich, das sind ja fast 4 Monate, habe ich fast vergessen, dass ich Flixbus gefahren bin. Auf jeden Fall die Meilen gut geschrieben. Wer das halt möchte, kann das machen. Ehrlicherweise muss man natürlich hierzu sagen, dass die Meilen nicht durch die Busfahrt oder sowas, sondern einfach durch den Cashback im Ticketkauf kommen. Also das ist quasi ein Meilen-Cashback, was es da gibt. Und dieses gilt halt nicht nur für Flixbus, sondern halt auch für alle anderen Shops, die ihr darüber ansteuert, Amazon und so weiter und so fort, you name it. Ihr könnt ja unten nochmal kommentieren, welche Shops ihr da schon beglückt habt. An dieser Stelle könnt ihr den Kanal natürlich wieder wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und vergesst nicht, die Frage des Tages zu beantworten. Die Fragen des Tages, die wir haben, ist: Sind die Steuern und Gebühren wirklich so viel teurer geworden, dass ihr das merkt bei den Ticketpreisen, oder sind das andere Gründe, die beim Ticket eher das verteuert haben? Und fliegt ihr deshalb aus dem Ausland ab? Also was da eure Maßnahmen sind. Ich habe es gerade zwar schon mal gesagt, ich weiß nicht, warum ich immer wieder die Reihenfolge verändere, aber es macht das Ganze ja auch spannend. Deshalb denkt nochmal an die Kanalmitgliedschaft, denkt dran, nach Helsinki zu kommen, denkt dran, da bei Fragen, Sorgen, nichts vonnöten, hier irgendwo da, wo die Lampe ist, den Kanal zu abonnieren und Glocke, Like, kommentieren. Und wir machen den Abspann für euch wie immer und dann bis morgen in Alter und Frische. Und jetzt haben wir die 20 Minuten aber immer noch nicht geknackt, aber ich mache das mit der Musik wieder gut. Also bis dann, ciao.